Übersicht. Office for the Reclamation of Islamic Artifacts, ORIA, zu Deutsch das Amt zur Rückgewinnung islamischer Artefakte, ARIA, ist eine ausschließlich dem obersten Religionsführer des Irans unterstellte paramilitärische Organisation mit dem Auftrag, anormale Artefakte im Nahen Osten und Zentralasien habhaft zu werden und sie zu nutzen. Nach dem Sturz der Monarchie 1979 durch revolutionäre Kräfte und der folgenden Errichtung der Islamischen Republik Iran wurden alle Mitarbeiter der Foundation als Agenten des Kolonialismus ausgewiesen. Versuche, eine heimliche Präsenz aufzubauen, scheiterten, ein Großteil der Mitarbeiter der Foundation wurde gefangen oder getötet und die Standorte und wurden von iranischen Truppen besetzt. Damit der Iran in der Erforschung des Extranormalen nicht abgehängt würde, wurde auf ein geheimes Geheiß des obersten Religionsführers Chomeini 1981 das ORIA gegründet. Trotz ihres Namens beschränkt sich die Gruppe nicht auf anormale Objekte islamischen Ursprungs. Obwohl das ORIA Zugang zu beachtlichen Ressourcen hat, wird seine Effektivität durch Streitigkeiten zwischen verschiedenen Fraktionen innerhalb der Organisation eingeschränkt. Einige Streitpunkte sind philosophischer Natur, wie der Einsatz anormaler Objekte als Waffen, andere sind persönlicher Natur. Die Aufteilung in Fraktionen scheint beabsichtigt zu sein, denn die Organisation des ORIA weist oftmals mehrere Kommandeure mit überlappenden Zuständigkeitsbereichen auf. Es wird angenommen, dass der Grund dafür der ist, dass keine Einzelperson genügend Macht erreichen kann, um eine Gefahr für den obersten Religionsführer darzustellen. Mit der Ausbreitung iranischen Einflusses im Nahen Osten und im westlichen Asien konnte das ORIA in die gesamten Region expandieren und wurde die wichtigste paranormale Organisation im Nahen Osten. Das ORIA wird als feindlich betrachtet und Mitarbeiter der Foundation sind ihm gegenüber zu großer Vorsicht angehalten. Episode 1. Entstehung im Schatten der Revolution. Der Ursprung des Office for the Reclamation of Islamic Artifacts liegt nicht in einem Labor, sondern in einem politischen Bruch. Mit dem Sturz der iranischen Monarchie im Jahr 1979 und der Errichtung der Islamischen Republik veränderte sich das Machtgefüge im Land radikal und mit ihm die Haltung gegenüber ausländischen Organisationen. Die SCP Foundation, bis dahin verdeckt im Iran aktiv, wurde offen als feindlicher Einfluss gebrandmarkt. Foundation-Mitarbeiter galten fortan als Agenten des Kolonialismus, ihre Präsenz als Bedrohung der neuen religiös-politischen Ordnung. Der Versuch, eine heimliche operative Struktur aufrechtzuerhalten, scheiterte innerhalb kürzester Zeit. Ein Großteil des Personals wurde verhaftet oder getötet, mehrere Standorte fielen kampflos in die Hände iranischer Truppen. Mit einem Schlag verlor die Foundation jede Handlungsfähigkeit im iranischen Raum und damit in einer Region, die reich an historischen, religiösen und bislang kaum erforschten Anomalien war. Dieses Machtvakuum blieb nicht lange bestehen. 1981, auf geheimes Geheiß des obersten Religionsführers Ayatollah Chomeini, wurde das Office for the Reclamation of Islamic Artifacts gegründet. Offiziell als Schutz- und Rückgewinnungsbehörde für islamische Artefakte deklariert, war ORIA von Anfang an etwas anderes. Eine staatlich legitimierte, paramilitärische Organisation mit dem ausdrücklichen Auftrag, anormale Objekte im Nahen Osten und Zentralasien zu sichern und zu nutzen. Dabei ging es nie nur um Bewahrung oder Forschung. Die Gründung von ORIA folgte einer strategischen Logik. Der Iran sollte im Bereich des Extranormalen nicht länger vom Westen abhängig sein und schon gar nicht von der SCP Foundation. Anomalien wurden nicht als Gefahren verstanden, die eingedämmt werden müssen, sondern als Machtfaktoren, die kontrolliert und in den Dienst staatlicher Interessen gestellt werden können. Bereits in dieser frühen Phase zeigt sich der Kern von ORIA, keine defensive Reaktion auf einen Verlust, sondern der gezielte Aufbau eines eigenen, expansiven Instruments. ORIA war nie als Ersatz gedacht, sondern als Gegenentwurf. Episode 2. Auftrag und wahre Zielsetzung des ORIA. Der offizielle Auftrag des Office for the Reclamation of Islamic Artifacts klingt zunächst eindeutig: die Rückgewinnung und Sicherung islamischer Artefakte. Doch diese Bezeichnung ist irreführend und vermutlich bewusst gewählt. In der Praxis beschränkt sich ORIA weder auf religiöse Objekte noch auf Artefakte islamischen Ursprungs. Gesichert, beschlagnahmt und genutzt wird jede anormale Ressource, der man im Nahen Osten und in Zentralasien habhaft werden kann, unabhängig von Herkunft, Alter oder kulturellem Kontext.
Damit unterscheidet sich ORIA grundlegend von der SCP Foundation. Während die Foundation Anomalien primär als Risiken begreift, die eingedämmt und isoliert werden müssen, betrachtet ORIA sie als strategische Ressource. Anomalien sind für ORIA Werkzeuge, Mittel zur Machtausübung, zur Abschreckung und, je nach interner Fraktion, auch ausdrücklich als Waffen. Forschung dient dabei nicht dem Verständnis, sondern der Nutzbarmachung. Dieser Ansatz ist kein Nebeneffekt, sondern Kern der Organisation. ORIA operiert nicht mit dem Ziel, das Anormale aus der Welt fernzuhalten, sondern es gezielt in staatliche Strukturen zu integrieren. Kontrolle wird dabei nicht durch Eindämmung erreicht, sondern durch Besitz und Einsatzfähigkeit. Ein Konzept, das kurzfristig Macht verspricht, langfristig jedoch Risiken birgt, die selbst ORIA nur begrenzt kalkulieren kann. Am Ende bleibt eine zentrale Frage offen: Kontrolliert ORIA die Anomalien, die es sammelt, oder hat es sich lediglich eingeredet, dies zu tun? Episode 3: Interne Fraktionen und kontrolliertes Chaos. Auf den ersten Blick wirkt das ORIA wie eine schlagkräftige, hochgerüstete Organisation. Es verfügt über erhebliche finanzielle Mittel, direkten Zugriff auf militärische Ressourcen und politische Rückendeckung auf höchster Ebene. Und doch fällt in fast allen bekannten Operationen ein wiederkehrendes Muster auf: ineffiziente Abläufe, widersprüchliche Befehle und interne Blockaden. Diese Schwächen sind kein Zufall. ORIA ist bewusst in rivalisierende Fraktionen aufgespalten. Mehrere Kommandeure operieren mit überlappenden Zuständigkeitsbereichen, Entscheidungsgewalt ist fragmentiert, Verantwortlichkeiten sind absichtlich unscharf gehalten. In vielen Fällen arbeiten Einheiten parallel an denselben Zielen, ohne voneinander zu wissen, oder sogar gegeneinander. Diese Struktur erzeugt Reibung, Verzögerung und offene Konflikte innerhalb der Organisation. Hinzu kommen tiefgreifende philosophische Differenzen. Einige Fraktionen vertreten die Auffassung, anomale Artefakte müssten ausschließlich defensiv oder symbolisch eingesetzt werden, um religiöse oder ideologische Narrative zu stützen. Andere betrachten Anomalien offen als Waffen, die ohne Einschränkungen genutzt werden sollten, wenn es den strategischen Interessen des Staates dient. Diese Gegensätze werden nicht aufgelöst. Sie werden toleriert. Nach Einschätzung der SCP Foundation ist genau das beabsichtigt. Die Aufteilung in Fraktionen dient nicht der Effizienz, sondern der Machtsicherung. Kein einzelner Akteur, kein Kommandeur und keine Abteilung soll in der Lage sein, genug Einfluss zu bündeln, um eine Bedrohung für den obersten Religionsführer darzustellen. Instabilität wird gezielt in Kauf genommen, um Loyalität zu erzwingen. Das Ergebnis ist eine Organisation im permanenten inneren Spannungszustand. ORIA ist unberechenbar, widersprüchlich und riskant. Für seine Gegner ebenso wie für sich selbst. Doch gerade dieses kontrollierte Chaos macht es aus Sicht der politischen Führung handhabbar. Stabil wäre gefährlich, instabil bleibt es abhängig. Episode 4: Expansion und Dominanz im Nahen Osten. Mit der zunehmenden politischen und militärischen Ausdehnung iranischen Einflusses begann auch der eigentliche Aufstieg des ORIA. Was zunächst als nationale Organisation konzipiert war, entwickelte sich schrittweise zu der dominanten paranormalen Macht im Nahen Osten und in weiten Teilen West- und Zentralasiens. Während andere Interessensgruppen fragmentiert blieben, lokal agierten oder durch interne Konflikte zerfielen, nutzte ORIA konsequent staatliche Rückendeckung, paramilitärische Strukturen und regionale Netzwerke, um grenzüberschreitend zu operieren. ORIA agiert dabei nicht im Verborgenen im klassischen Sinne, sondern eingebettet in bestehende politische, militärische und religiöse Machtstrukturen. In mehreren Regionen existieren faktisch keine alternativen Organisationen mehr, die anomale Phänomene kontrollieren oder erforschen könnten. Lokale Behörden, Milizen oder staatliche Akteure kooperieren entweder direkt mit ORIA oder werden von ihm verdrängt. Dadurch entsteht eine monopolartige Stellung im Paranormalsektor der Region. Für die SCP Foundation hat diese Entwicklung gravierende Konsequenzen. Informationszugänge sind stark eingeschränkt, verdeckte Operationen kaum durchführbar, und jeder Einsatz birgt ein hohes Risiko für Enttarnung, Gefangennahme oder Eskalation. In vielen Gebieten gilt inzwischen unausgesprochen: Wer sich mit Anomalien befasst, tut dies entweder im Auftrag von ORIA oder gegen seinen Willen. Die Episode endet mit einer nüchternen Erkenntnis: ORIA ist längst mehr als eine feindliche Interessensgruppe.
Es ist ein geopolitischer Faktor, der die anomale Machtbalance einer ganzen Region nachhaltig verändert hat. Episode 5: Foundation-Einstufung und aktuelle Bedrohungslage. Aus Sicht der SCP Foundation ist die Lage eindeutig. Das Office for the Reclamation of Islamic Artifacts wird offiziell als feindliche Interessengruppe eingestuft. Jeder Kontakt mit ORIA gilt als hochriskant, jede Form von Kooperation als praktisch ausgeschlossen. Nicht, weil Kommunikation unmöglich wäre, sondern weil ihre Zielsetzungen fundamental unvereinbar sind. Während die Foundation auf Eindämmung, Schadensminimierung und langfristige Stabilität setzt, operiert ORIA unter einer dreifachen Legitimation: religiös, politisch und national. Diese Kombination macht die Organisation besonders gefährlich. Entscheidungen werden nicht nur strategisch, sondern ideologisch gerechtfertigt. Verluste, Fehlschläge oder Kollateralschäden gelten intern nicht als Versagen, sondern als notwendige Opfer im Rahmen eines übergeordneten Auftrags. Besonders kritisch ist dabei der Umgang mit Anomalien. ORIA betrachtet sie nicht als Risiko, sondern als Mittel. Als Ressourcen, die genutzt, eingesetzt oder geopolitisch ausgespielt werden können. Diese Haltung senkt die Hemmschwelle für Eskalation erheblich, vor allem in Regionen, in denen staatliche Strukturen ohnehin fragil sind. Für die Foundation bedeutet das eine strukturelle Einschränkung ihrer Handlungsfähigkeit. Der Nahe Osten und Teile Zentralasiens gelten faktisch als operative Grauzone. Jede dort auftretende Anomalie könnte bereits unter ORIA-Kontrolle stehen oder Teil eines längerfristigen Plans sein, dessen Ziel außerhalb des unmittelbaren Ereignishorizonts liegt. Die abschließende Bewertung fällt nüchtern aus. Solange ORIA existiert, bleibt die Region ein blinder Fleck für die Foundation. Und jede dort gesicherte Anomalie ist nicht nur ein Objekt, sondern möglicherweise ein politisches Signal. O41 Persönliche Auswertung zur Interessengruppe ORIA. ORIA wird nicht als unmittelbare Eskalationsbedrohung eingestuft, sondern als langfristiger Störfaktor mit erheblichem strategischem Potenzial. Die Organisation ist weder unkoordiniert noch irrational. Ihre Entscheidungen folgen einer eigenständigen Logik, einer Logik, in der anomale Risiken akzeptiert werden, sofern sie politisch oder ideologisch verwertbar erscheinen. Entscheidend ist, dass ORIA strukturell nicht auf klassische Stabilität ausgelegt ist. Die bewusst etablierten internen Fraktionen, konkurrierenden Kommandostrukturen und ideologischen Gegensätze stellen keinen organisatorischen Mangel dar, sondern ein gezieltes Machtinstrument. Diese Konstruktion verhindert die Machtkonzentration einzelner Akteure und bindet die Organisation eng an die religiös-politische Führung. Paradoxerweise erhöht diese künstliche Instabilität die strategische Berechenbarkeit auf übergeordneter Ebene. Gleichzeitig bleibt festzuhalten, dass ORIA Anomalien primär als Werkzeuge betrachtet. Diese Grundhaltung steigert das Risiko von Fehlkalkulationen, Nebenwirkungen und unkontrollierten Eskalationen erheblich. Historische Entwicklungen vergleichbarer Strukturen zeigen, dass genau an diesem Punkt langfristige Erosion einsetzt. Eine direkte Konfrontation würde gegenwärtig keinen strategischen Vorteil bieten. Der operative Vorteil der Foundation liegt in Zeit, Informationsüberlegenheit und struktureller Disziplin. Interne Reibung, ideologische Dogmen und die inhärenten Gefahren aktiver Anomaliennutzung wirken als natürliche Begrenzungsfaktoren innerhalb von ORIA. Zusammenfassend gilt, ORIA ist gefährlich, jedoch nicht überlegen. Bei Wahrung strategischer Geduld und operativer Kontrolle bleibt die Gesamtlage stabil. Die Initiative liegt weiterhin bei der Foundation.